Weißt du, du verlierst jegliches Zeitgefühl, wenn du so viel Spaß hast wie ich. Also Kinder, heute schreiben wir einen Test, der über eure gesamte Zukunft entscheidet. Aber wenn ihr ihn nicht besteht, ist nicht so schlimm. Jeder macht mal einen Fehler. Und danach gibt's lecker warme Milch und Kekse. Bruh. Als ob ich gegen irgendwelche Neckbeards bestehen könnte, die seit 20 Jahren Oso spielen. Das will ich gar nicht sehen. Das ist ja einfach nur deprimierend. Oh Mann, ich habe einen neuen Highscore. Damit bin ich jetzt weltweit auf Rang 6,3 Millionen. Scheiße. Shit's fire. Nicht so fire wie Snickers Cruncher natürlich. Nichts wird jemals auf das Level von Snickers Cruncher heranreichen. Vitali, hast du Schlüssel vergessen? Sicher nicht. Milchschnitte. Kannst du mal erklären, was Cheer alles ausmacht? 5% mehr XP für 10 Minuten. Das war's. Die sollen jedes Power-Up in dem scheiß Game so 1 Stunde laufen. Jedes Power-Up 60 Minuten? Das wäre ein Traum. Das wäre ein Träumchen. Oder dass man halt einfach Power-Ups endlich stacken kann. Dann wäre es egal, wie lange es läuft, dass man es einfach endlich stacken kann. Ganz ehrlich, ergibt ja eigentlich auch keinen Sinn, dass man es nicht kann. Weil wo wäre der Vorteil oder was wäre so schlimm daran, wenn du einfach 10 Upcut Stones aktivierst? Könnte ja auch immer so ein kleines Pop-Up kommen. You're already using Upcut Stone. Willst du die Länge verdoppeln oder was auch immer? Oder willst du die Laufzeit erhöhen? Und dann klickst du halt auf Ja. Und wenn du dann mit Enter durchspammst, dann geht das auch recht schnell oder so. Und dann kannst du einfach mal 3-4 Stunden aktivieren oder so. Und ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wo das irgendwie, also ich wüsste jetzt nicht ehrlich gesagt, was da dagegen spricht. Und wenn man es halt schon nicht macht, dann soll halt einfach jedes Power-Up die gleiche Laufzeit haben. Also zumindest von den Standard-Power-Ups. Also ich meine, gut, Scroll auf Sprint oder so, die halten nur 5 Minuten, dass die jetzt 1 Stunde gehen. Ich meine, das wäre ein bisschen crazy vielleicht, weil die würden ja dann auch 12-mal so teuer werden und so im Cash-Up, I guess. Das wäre jetzt dann vielleicht nicht so krass gut und vor allem werden sie auch oft für Kleinigkeiten oder für schnellere Sachen benutzt, wie Guild War, da brauchst du keine Stunde. Aber so generell wäre schon cool, wenn alle Power-Ups gleichgeschaltet sind oder du selber sie gleichschalten kannst. Durch Stacken. Power-Up-Stacking. Das ist eigentlich längst überfällig. Dass es das immer noch nicht gibt, ist crazy. Einfach 20 Jahre existiert dieses Spiel, man kann immer noch keine Power-Up stapeln. Das ist absolut verrückt. Vor allem dann kann man es halt nicht vergessen. Ne? Wenn du eh schon weißt, du bist so ein Kandidat, du aktivierst irgendwas, gibt ja ein paar Power-Ups mit 5 Minuten oder mit 30 Minuten. Und du bist so ein Kandidat wie ich, der das einfach vergisst irgendwann. Oder halt immer erst nach 1 Stunde wieder dran denkt, weil dann alle Power-Ups weg sind. Dann spätestens dann denke ich immer dran. Aber dann ist halt eine halbe Stunde wieder ins Land gezogen, wo ich das Power-Up dann vergessen hatte. Wenn du so jemand bist, dann wäre es halt schon cool, weil dann kannst du direkt alles auf 1 Stunde machen und dann kann es dir eigentlich nicht mehr passieren. Player Satisfaction spricht dagegen, sollen uns nicht zu gut fühlen. Ja. Das wäre auf jeden Fall ein besseres Feature als das Party-Ready-Feature. Also statt dem Party-Ready-Button hätte ich mir lieber stackbare Power-Ups gewünscht. Ich vermute mal, vom Aufwand her, das zu entwickeln, wäre es wahrscheinlich ungefähr gleich gewesen. Hört sich für mich als Laie so an, als wäre es ungefähr auf einem Niveau, diese beiden Features hinzuzufügen. Stackbare Power-Ups und Party-Ready-Button. Kann ich mir vorstellen, dass man dafür ungefähr gleich viel Zeit benötigt in der Entwicklung. Power-Ups vielleicht ein bisschen mehr, weil du mehr testen musst, weil es so viele Power-Ups gibt. Ob es auch überall funktioniert, wie es soll und so.
kein neuer Bug entstanden ist. Aber an für sich. Bei Sprint Scroll merkt man schnell, wenn die nicht an ist. Ja, true. Trotzdem, wenn du jetzt jemand bist, der sie beim Leveln benutzt, und das war ja vor allem am Anfang, also ich meine, ich sehe öfter Leute, die sie benutzen tatsächlich. Aber wenn ich so zurückdenke an die Anfänger von Fly Universe, immer die Hit-and-Run-Ranger in Asria, immer mit ihren Sprint-Scrolls, damit sie mit den Elementoren mithalten können. Ich meine, wenn du dann wirklich damit levelst, dann wirst du halt auch mal einfach direkt 12 Stück aktivieren, dann hast du 1 Stunde. Und da musst du auch nicht mehr dran denken. Also ich meine, klar, du merkst es dann schon, wie du sagst. Klar, merkt man, dass das Scroll auf Sprint weg ist. Aber es ist ja trotzdem nervig, sie alle 5 Minuten wieder aktivieren zu müssen. Vollkommen egal, ob du es jetzt merkst oder nicht in dem Fall. Ist ja trotzdem chilliger, wenn du es einfach... Ja. Ich meine, gut, man könnte argumentieren, wenn die Scroll auf Sprint abläuft und dich gerade rebuffst, dann kannst du eine halbe Minute warten und sparst dir eine halbe Minute Scroll auf Sprint. Und wenn du das 5-mal am Tag so hast vom Timing her, dass du dich dann immer genau da rebuffst oder so, dann sparst du dir eine Scroll auf Sprint pro Stunde oder sowas. Aber ich glaube, das wäre den meisten Leuten in dem Fall dann tatsächlich doch scheißegal. Ich glaube, da scheißt man dann auf die eine Scroll auf Sprint. Ehrlich gesagt. Und 5 Minuten in einer Stunde rauszuholen, ist eh schon. Nur mit Rebuffen ist sehr unwahrscheinlich. Ja, Buffs im High Level schon 20 Minuten halten, also buffst du hier nur 3-mal. Du würdest Sprints auf 365 Tage stacken? Wie viel wären das? 12 pro Stunde? Mal 24 Stunden am Tag. Das heißt, es wären dann am Tag wären es schon 288. Und dann nochmal mal 365. 288 mal 365. Rechne das mal in F-Coin aus. Da reden wir von 500 Euro oder so. Minimum. Ach, viel mehr wahrscheinlich. 1000 Euro. Aber für dir zur Liebe, du brauchst Blinkpool, Earthquake, Poison Cloud. Das sind deine Core 3. Das sind die 3 wichtigsten. Und das war's. Alles andere ist optional. Und von den Masteries solltest du natürlich logischerweise, wenn deine Main Skills Earth und Wasser sind, solltest du natürlich Earth und Wasser als erstes maxen. Weil das die Skills sind, die du am häufigsten einsetzt. Aber früher oder später maxst du einfach sowieso alles. Reicht Blinkpool auf 1? No, 20. Blinkpool, Earthquake, Poison Cloud, alles auf 20. Teacher auf 99, Baby, let's go! 99 Luftballons. 99 8-Char-Abuser. Uff, das wäre der Albtraum. Imagine. Einfach 99 8-Char-Abuser. Das wären einfach 792 Charakter. Ganz Flares würde aus allen Nähten brechen. Und es sind nicht mal 100 Spieler. Ein Traum. Schon so ein kleines Träumchen. So ein kleines persönliches Träumchen. Einfach komplett, wenn das alles deine Accounts wären, komplett single-handedly den ganzen Channel vollstellen, damit es so aussieht, als wäre der Arsch viel los. Alle Leute, die sich so einloggen, so, wow, was ist denn hier los? Der halbe Server ist hier, was geht denn jetzt ab? Hier sind tausende Spieler, wow. Bamboozled, Kids. Also mal gucken. Kurz, ein bisschen Agentchen. Um den Abend ausklingen zu lassen. Level up, baby, let's go! Level 107. Ich gebe dir den zeitlichen Ablauf, Mr. King. Ich gehe um 6 Uhr morgens ins Bett. Dann schlafe ich 2 Stunden 50 Minuten, stehe um 8.50 Uhr auf und um 9 Uhr ist der Videocall.
Wann zum Kuckuck noch eins soll ich denn da bitte spazieren gehen? Sag mal, merkst du noch was? Sag mal, merkst du noch was? Wann soll ich denn da spazieren gehen?